Um den effizientesten Weg herauszufinden, mit einem Assisten Level 60 zu erreichen, solltest du jetzt dieses Video schauen. Wie immer richtet sich dieser Guide natürlich vor allem an Free-to-Play-Spieler. Das bedeutet keine Power-Ups, keine hohen Upgrades und auch kein High-Level Ringmaster, der uns supportet. Allerdings muss man natürlich dazu sagen, dass in diesem Fall diese Sachen auch tatsächlich gar nicht so viel bringen würden. Also ich würde euch stark empfehlen, das auch nicht zu tun. Also abgesehen von dem High-Level Ringmaster, da würde ich natürlich schon was bringen. Und dieser Guide geht davon aus, dass ihr bereits Level 15 erreicht habt. Zu den Stats unseres Moonbeam Assisten. Ja, ich habe das verbotene Wort gesagt. Ist ganz einfach, wir gehen auf Full Int, aka Full Damage. Die Skills, die für uns relevant sind, dann machen wir jetzt auch gleich die Buffs mit dazu, sind Moonbeam, Mantis Sign, Quickstep und Haste. Alles andere ist Bonus on top, also mehr HP zum Beispiel, mehr Blockrate, brauchen wir aber nicht zwingend. Also Quickstep, Haste und Mantis Sign, diese drei. Und natürlich Moonbeam auf Max. Als Cloak wäre theoretisch der 8-Int Cloak natürlich am besten. Der ist aber recht teuer am Anfang, braucht man auch nicht zwingend. Also wenn ihr ihn haben solltet, cool. Wenn nicht, absolut nicht schlimm. Das gleiche gilt fürs Pet. Naja, Pet am Anfang ist schwierig, weil es bei Pets Mindestlevel gibt. Das heißt, ihr könntet gar kein gutes Pet haben, sage ich mal, vor Level 60. Aber solltet ihr später eins mitnehmen, dann sollte es auf jeden Fall der Fuchs sein. Schmuck ist vor Level 60 auch schwierig, da man ja zum Beispiel erst ab Level 45 Schmuck plus 7 tragen kann und Schmuck auch ziemlich selten droppt tatsächlich im Low-Level. Würde ich persönlich sagen, kann man ignorieren. Wenn ihr Schmuck nehmt, dann natürlich Intellis und Demols mit einer MP-Necklace wahrscheinlich am ehesten. Und ja, aber braucht ihr einfach nicht zwingend, ist Luxus und bis Level 60 kann man den auf jeden Fall vernachlässigen, weil Schmuck vor Level 60 bzw. vor 58, also vor dem CW-Schmuck, ist meistens ziemlich überteuert. Bei euren Sets ist es grundsätzlich so, dass es eigentlich relativ egal ist, ob die plus 5 sind oder nicht. Ihr könnt sie gerne plus 5 machen, ihr könnt sie auch mit Angriffskraft sockeln, macht aber fast keinen Unterschied. Außerdem auch hier vor Level 60 würde ich von Upgraden und Sockeln eher die Finger lassen. Wenn, dann würde ich mir was kaufen, was es eventuell gibt. Und ja, aber in dem Fall bringt euch das wirklich nicht viel, weil ihr benutzt literally nur einen Skill und mehr tut ihr nicht. Und dann kommen wir auch schon zu den Sets. Also hier ist es auch so, dass es eigentlich relativ unnötig ist, sich ein Set zu besorgen, da die auch vor allem im Low-Level tatsächlich verhältnismäßig selten und gegebenenfalls sogar teuer sind. Kuro-Set wäre ganz cool für verringerten MP-Verbrauch und 5% Cast-Time, aber das ist jetzt nicht die Welt. Dann Talin-Set mit Level 30 ist egal, das bringt uns gar nichts. Und Wedge-Set mit Level 45 wäre dann schon nicht schlecht, es gibt uns ein kleines bisschen Damage, verringerten MP-Verbrauch und Cast-Time. Aber auch wenn ihr das nicht haben solltet, weil es auch relativ teuer ist, clean, auch nicht schlimm. Kann man auch ohne definitiv weiterspielen. Und gut, ab Level 60 gibt es noch das Assurance-Set, aber das ist für uns eigentlich auch ziemlich uninteressant. Also wenn, dann würde man dann eher auf dem Wedge-Set bleiben. Gegebenenfalls würde man noch auf das, hoppla, falscher Tab, auf das CW-Set wechseln für ultimative Death. Allerdings, da er mit Moonbeam spielt und Moonbeam eine Hit-and-Run-Taktik beinhaltet, macht auch das eigentlich nicht so ultra viel Sinn, weil ihr braucht die Verteidigung, die ihr durch das Yuan-Dine oder Rasha-Dine CW-Set bekommen würdet, eigentlich nicht. Und dann zu den Waffen vom Moonbeam Assist. Element ist egal. Sockel würde ich definitiv nicht empfehlen. Wie gesagt, wir befinden uns hier im Bereich vor Level 60. Da sockelt man einfach nicht wirklich was. Es bringt einfach nichts, weil man auch nur die schlechtesten Karten verwenden kann, die kaum Stats geben. Es ist einfach Geldverschwendung. Skill Damage wollt ihr auf jeden Fall Moonbeam auf der Waffe haben. Und Waffen sind eigentlich auch relativ egal. Es gibt hier mal ein paar Level, also ein paar Rare-Waffen sozusagen, die man sich angucken kann. Die geben MP, Int, ja, verbringerter MP-Verbrauch. Ist aber alles vollkommen egal. Es macht fast keinen Unterschied. Viel wichtiger ist, dass ihr eine Waffe findet, wo Moonbeam Damage drauf ist. Also wenn jetzt einen Random Stick droppt, kann der da theoretisch Moonbeam drauf haben. Beziehungsweise ist die Wahrscheinlichkeit sogar ziemlich hoch. Also wenn Skill Damage drauf ist, dann ist es Moonbeam. Also ihr müsst im Endeffekt einfach nur Glück haben und einen Stick mit Moonbeam Damage droppen. Und das ist dann automatisch der beste Stick, den ihr nehmen könnt. Mehr oder weniger. Also außer ihr seid jetzt vielleicht Level 58 und der Stick ist Level 15. Dann vielleicht nicht mehr so sehr. Aber selbst dann theoretisch wahrscheinlich immer noch die mit wahrscheinlich einer der besten Wahlen, die man treffen kann. Ja, und dann, wie gesagt, wir haben jetzt hier nur Full Int und Moonbeam auf Max. Und jetzt kommt die Gameplay-Demonstration. Spannend, spannend, spannend. Ich glaube, ihr könnt es kaum noch erwarten. Bam. Tot. One-Shot. Bam. Tot. One-Shot.
Ja, das ist Moonbeam. Ich glaube, aufgrund dessen hat es auch den verdienten Beinamen bekommen Memebeam. Und ihr wisst sicherlich alle, warum Moonbeam so eine negative Attraktion geworden ist. Ganz einfach, weil halt jeder Bot mit Moonbeam spielt. Es gibt natürlich auch Bots, die es nicht benutzen. Oder es gibt dann noch andere Leute, die irgendwie anders botten. Aber es ist die Nummer 1 Botter-Methode, also how to spot a bot. Er benutzt Moonbeam so basically. Aber nicht mal nur deswegen ist es so, ich sag mal, aus den falschen Gründen populär geworden. Auch bei FEC und auch bei Rises Server Start, wobei Rises Server Start ist wahrscheinlich nicht das beste Beispiel, aber beim FEC Server haben auch sehr, sehr viele Leute ihre Charakter mit Moonbeam schnell auf Level 60 gebracht oder ihren ersten Charakter und dann anders weitergespielt oder so. Also auf FEC war das auch extrem verbreitet. Und ich muss persönlich sagen, ich bin nicht der größte Fan davon. Einfach weil es so, ja, keine Ahnung, es ist einfach schon dämlich. Also ich meine, du machst einen Skill und läufst vor dem Monster weg und es verreckt einfach. Du musst literally nur einmal auf Angreifen drücken. Es ist einfach, meiner Meinung nach, ehrlich gesagt, einfach zu stark. Man sieht, ich habe literally keine Buffs. Gut, dieser Weather Boost ist gerade aktiv mit 20% HP und Geschwindigkeit. Zugegeben, die Geschwindigkeit hilft jetzt natürlich ein bisschen. Aber naja, ich meine, fairerweise haben wir dafür wirklich gar keine anderen Buffs. Und ja, macht jetzt auch nicht so einen großen Unterschied, weil ob ihr jetzt schneller oder langsam seid, ist vollkommen egal. Wenn ihr weit genug von dem Monster wegsteht, wenn ihr castet, und dann müsst ihr nichts weiter machen, als einfach weglaufen. Das Monster hat keine Chance, euch einzuholen, selbst wenn ich diesen Speed Boost jetzt nicht aktiv hätte. Und ich meine, gut, spätestens mit Level 20 könnt ihr eben Quickstep maxen, dann habt ihr sowieso einen besseren Speed Boost. Aber wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Ich persönlich bin davon nicht der größte Fan. Wenn ihr aber jetzt euch einen neuen Ringmaster oder Assist machen wollt, dann ist das definitiv die effizienteste Art und Weise, wie ihr das bewerkstelligen könnt. Es geht einfach sau schnell. Ihr braucht literally kein Equipment, keine Buffs, gar nichts und seid trotzdem extrem stark. Und ja, das ist es. Mehr müsst ihr nicht tun. Also man sieht, wie ultra einfach und ja, fast schon dämlich einfach das ist. Und es ist auf jeden Fall trotzdem, auch wenn ich persönlich kein Fan davon bin, das war wie gesagt nur meine persönliche Meinung oder ja, Einschätzung dazu, würde ich, wenn ich jetzt einen Assisten hochspielen würde, wahrscheinlich auch so spielen. Einfach nur, naja gut, ganz ehrlich, wahrscheinlich würde ich es nicht machen. Ich würde wahrscheinlich einen AOE-Assisten spielen, was mir mehr Spaß machen würde. Aber rein Effizienz, also wenn mir jetzt jemand fragen würde, was ist der effizienteste Weg auf Level 60 mit einem Assisten zu kommen, habe ich auch schon gesagt. Dann einfach Full-Int, Moonbeam und One-Shotte einfach die Monster. Kann natürlich sein, dass es hier und da mal nicht für One-Shots reicht. Also die Monster sind jetzt gerade 4 Level bis 5 Level über mir. Es reicht locker. Es kann sein, dass mal eine Dynamik herrscht, wo man für irgendein Monster dann tatsächlich vielleicht sogar zweimal Moonbeam braucht oder so. Allerdings, wenn das jemals passieren sollte, solltet ihr grundsätzlich dann einfach wieder zu niedrigeren Monstern gehen. Also schon Monster, die immer über euch sind im besten Fall. Aber sie sollten schon One-Shot sein, wenn es geht. Wenn es mal nicht gehen sollte aus irgendeinem Grund und wenn es nicht mehr funktionieren sollte, dann müsst ihr halt gegebenenfalls Power-Ups aktivieren. Oder halt eine Waffe mit Moonbeam-Damage finden, Schmuck etc. Müsst ihr dann irgendwie gucken, dass ihr halt noch ein bisschen Damage rauskitzeln könntet. Soweit ich weiß, sollte das aber in der Regel ein nicht allzu großes Problem sein. Und ja, das war's im Endeffekt. Das könnt ihr jetzt so lange und so oft machen, wie ihr wollt. By the way, kann es auch sein, dass die Monster nicht so schnell sterben wie hier. Also die sterben jetzt auch verhältnismäßig schnell, sodass ich kaum ein zweites Moonbeam casten kann, bis der Cooldown vorbei ist und das Monster tot ist. Also hier wäre es tatsächlich noch so, normalerweise könnt ihr auch mehrere Monster zeitgleich Moonbeamen. Also zum Beispiel Monster 1 stirbt nicht, okay, dann greife ich Monster 2 an, Monster 3 und dann sterben die nacheinander. Also so kann es auch sein. Also das ist eigentlich das Gängigere. Das ist jetzt nur am Anfang, dass es so einfach ist, dass die sogar alle One-Shot sind und das sogar noch, bevor ich Moonbeam überhaupt ein zweites Mal casten kann. Also ich kann es nicht mal ein zweites Mal casten, aber bis dahin ist das Monster literally schon tot. Es stirbt genau in 3 Sekunden, basically, und das ist unsere Abblinkzeit. Ja, und damit, denke ich, haben wir alles gesagt, was es zu sagen gibt. Das ist der Moonbeam Assist, die effizienteste Art, einen Assisten auf Level 60 zu leveln. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Fly for Universe Video wieder. Bis dahin, macht's gut, haut's rein. Schaut auf jeden Fall im Livestream vorbei. Twitch-Link ist in der Videobeschreibung. Und ciao, ciao. Du hast keine Zeit oder Lust zum Einkaufen, willst aber trotzdem leckere, abwechslungsreiche und gesunde Gerichte zu dir nehmen? Dann probier jetzt HelloFresh aus. Wir haben gerade eine riesige Rabattaktion laufen. Das Ganze funktioniert extrem simpel. Klickt einfach auf den Link in der Videobeschreibung hellofresh.de/hellospielestyler. Damit sichert ihr euch den Rabatt und den Gratis-Snack pro Box. Und zwar ist das günstigste Angebot bereits bei 2 Personen mit 2 Gerichten pro Woche für nur 17,99 € mit kostenlosem Versand. Vielen Dank an HelloFresh für das Sponsoren des Videos und ich würde mich extrem freuen, wenn ihr HelloFresh über meinen Link ausprobiert.